Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS. Warum sie so besonders sind und was sie stark macht. Von Christine Kahl öffnet den Leserinnen und Lesern die Augen für ein Thema, das oft im Schatten der männlich dominierten Wahrnehmung von ADHS steht. Während ADHS Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Gemeinhin als kindliche und vornehmlich männliche Problematik angesehen wird, beleuchtet Christine Kahl in ihrem Werk eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich die Symptome bei Frauen und Mädchen äußern und welche einzigartigen Herausforderungen, aber auch Stärken mit diagnostizierter oder undiagnostizierter ADHS einhergehen. Die Autorin kombiniert wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxisbeispiele, persönliche Erfahrungsberichte und fundiertes Fachwissen zu einem umfassenden Leitfaden, der Betroffenen, ihren Familien sowie Fachkräften hilft, die facettenreiche Welt der weiblichen ADHS besser zu verstehen. Insbesondere hebt das Buch hervor, warum Weiblichkeit und ADHS ein besonderes Zusammenspiel ergeben und wie diese Kombination ein enormes Potenzial für Kreativität, Durchhaltevermögen und Empathie entfalten kann. Durch eine klare und empathische Sprache lädt das Buch dazu ein, Vorurteile abzubauen und neue Perspektiven zu gewinnen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Geschlechtsspezifische Symptome und Diagnostik. Ein zentrales Thema des Buches ist die geschlechtsbezogene Ausprägung von ADHS. Während Jungen mit ADHS oft durch Hyperaktivität und Impulsivität auffallen, manifestieren sich die Symptome bei Mädchen zumeist subtiler. Tagträumerei, innere Unruhe und emotionale Labilität stehen häufig im Vordergrund. Christine Kahl erklärt, wie diese Unterschiede dazu führen, dass Mädchen und Frauen seltener oder später diagnostiziert werden. Sie beleuchtet die Auswirkungen dieser späten Diagnosestellung, wie zum Beispiel die Entwicklung von Kompensationsmechanismen und das erhöhte Risiko für sekundäre psychische Störungen wie Depressionen oder Angststörungen. Die Autorin fordert dazu auf, ein neues Bewusstsein für die Vielfalt der Symptome zu entwickeln und die Diagnosekriterien geschlechtsspezifisch zu überdenken. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Mädchen und Frauen mit ADHS angemessen zu unterstützen und ihnen das Leben zu erleichtern. Zweitens. Rollenbilder und gesellschaftliche Erwartungen. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf den gesellschaftlichen Rollenbildern und den Erwartungen an Frauen und Mädchen. Kahl zeigt, wie klassische weibliche Ideale wie Anpassungsfähigkeit, soziale Kompetenz und Perfektionismus dazu führen, dass betroffene Mädchen oft versuchen, ihre Symptome zu verbergen. Dieser Anpassungsdruck kann zu chronischer Überforderung, Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen führen. Die Autorin setzt sich kritisch mit den gängigen Vorstellungen auseinander, wie Frauen und Mädchen zu sein haben, und argumentiert, dass eine größere Offenheit für neurodiverse Lebensweisen in der Gesellschaft notwendig ist. Sie gibt zahlreiche Beispiele, wie ADHS-Betroffene ihre Einzigartigkeit und Kreativität positiv einsetzen können, wenn sie die Chance erhalten, außerhalb der engen gesellschaftlichen Normen zu agieren. Dieses Kapitel hilft Leserinnen, eigene Prägungen zu hinterfragen und zeigt Wege für mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe auf. Drittens. Umgang mit Diagnosen und Therapieansätzen. Christine Kahl beleuchtet ausführlich den Prozess der Diagnosestellung, die damit verbundenen Emotionen und die Suche nach passenden Therapie- und Beratungsangeboten. Sie beschreibt die Stolpersteine im deutschen Gesundheitssystem, gibt Tipps zur Erarbeitung der eigenen Familien- und Krankengeschichte und zeigt, wie wichtig eine ganzheitliche Begleitung ist. Ein besonderer Fokus liegt auf individuellen Therapieansätzen, von klassischer medikamentöser Behandlung über Verhaltenstherapie bis hin zu Achtsamkeitsübungen und Selbsthilfegruppen. Kahl betont, dass es keine Patentlösung gibt, sondern dass jede Frau, respektive jedes Mädchen, eine eigene Strategie entwickeln muss, um mit ihrer ADHS umzugehen.
Praktische Übungen, Checklisten und Erfahrungsberichte helfen, die für sich selbst passende Herangehensweise zu finden und den Alltag zu meistern. Damit vermittelt das Buch Hoffnung und macht Mut, aktiv Hilfe einzufordern und anzunehmen. 4. Ressourcen, Stärken und Potenziale von Frauen und Mädchen mit ADHS. Ein Hauptanliegen von Christine Karl ist es, nicht die Defizite, sondern die Stärken und Ressourcen der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen. Sie beschreibt eindrucksvoll, welche Fähigkeiten Menschen mit ADHS oftmals mitbringen. Ausgeprägte Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Empathie und die Gabe, ungewöhnliche Lösungen für Probleme zu finden. Besonders Frauen und Mädchen mit ADHS entwickeln häufig eine hohe emotionale Intelligenz, da sie gezwungen sind, sich intensiv mit ihren eigenen Gefühlen und sozialen Dynamiken auseinanderzusetzen. Karl macht deutlich, dass diese Fähigkeiten, sofern sie erkannt und gefördert werden, zu beruflichem und persönlichem Erfolg führen können. In diesem Kapitel illustriert sie anhand zahlreicher Porträts, wie Betroffene ihre ADHS nicht als Makel, sondern als wertvollen Teil ihrer Identität begreifen können. Dieses positive Empowerment steht beispielhaft für den neuen, ressourcenorientierten Blick auf ADHS. Schließlich Vernetzung, Aufklärung und gesellschaftlicher Wandel. Im letzten zentralen Thema unterstreicht Christine Karl den enormen Wert von Vernetzung und Aufklärung. Sie betont, wie wichtig es ist, als Betroffene miteinander in Kontakt zu treten, um Erfahrungen auszutauschen und gegenseitige Unterstützung zu erfahren. Darüber hinaus skizziert sie Wege für mehr Information und Sensibilisierung in Schulen, Familien, Universitäten und Betrieben. Karl argumentiert, dass ein gesellschaftliches Umdenken nötig ist, um Vorurteile abzubauen und Offenheit für neurodiverse Lebensweisen zu schaffen. Sie appelliert an medizinisches Personal, politische Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit, strukturelle Barrieren zu beseitigen und inklusive Strukturen zu fördern. Das Buch endet mit einem praxisnahen Appell zur gegenseitigen Stärkung, Sichtbarkeit und Solidarität zwischen Betroffenen und für ein inklusiveres Miteinander. Zusammenfassend: Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS von Christine Karl ist ein wertvolles Buch für alle, die sich näher mit dem Thema weibliche ADHS auseinandersetzen möchten. Egal ob als Betroffene, Familienmitglied, Pädagogin, Therapeut oder einfach aus persönlichem Interesse. Gerade für Frauen und Mädchen, die oft jahrelang unerkannt mit ihren Symptomen kämpfen und sich unverstanden fühlen, bietet das Buch eine große Portion Verständnis, Aufklärung und Ermutigung. Besonders wertvoll ist die Kombination aus wissenschaftlichen Informationen, praxisnahen Tipps und authentischen Erfahrungsberichten, die die Lebensrealität der Betroffenen widerspiegeln und Wege zur Selbsthilfe aufzeigen. Gleichzeitig profitieren auch Angehörige, Lehrerinnen und medizinisches Fachpersonal von der differenzierten Darstellung und den konkreten Empfehlungen. Wer nach einer Lektüre sucht, die nicht nur Defizite thematisiert, sondern vor allem die Potenziale und Ressourcen in den Mittelpunkt stellt, findet mit diesem Buch eine bereichernde, positive und empowerment-orientierte Perspektive. Es unterscheidet sich deutlich von anderen Büchern über ADHS, weil es gezielt auf die Besonderheiten, Herausforderungen und Stärken von Frauen und Mädchen eingeht und konkrete Wege für mehr Akzeptanz, Selbstliebe und gesellschaftlichen Wandel aufzeigt. Wer in sich oder anderen die Symptome wiedererkennt, sollte dieses Buch lesen. Es kann ein Türöffner für mehr Verständnis, Lebensqualität und gelingende Alltagsbewältigung werden. Wenn Sie unterstützen möchten, Christine Karl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.